Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Viele haben nachgefragt, es ist ein neuer Legendary Dungeon da und wie ist der aktuelle Stand von Turor, was hat er geplant? Ich habe ihn gefragt und er hat mir auch geantwortet und das werde ich euch auf jeden Fall in diesem Video zeigen. Bevor das Ganze losgeht, wollte ich nochmal einen ganz kleinen Werbeeinwand hier reinbringen, und zwar mein Partner Holy Energy hat ab heute eine neue Sorte im Sortiment. Ja, und zwar ist das der Lemon Lizard. Ist ein Mix aus Limone und Gurke, ja, eine sehr interessante Kombination. Ich habe es ausprobiert, ist ab heute verfügbar, schmeckt super geil, ist sehr erfrischend, gerade für die warme Jahreszeit und wurde sich, Entschuldigung, im Holy Squad auf jeden Fall zurückgewünscht, die Sorte, und schmeckt super nice, kann ich nur sagen. Ansonsten über meinen Link unten in der Videobeschreibung könnt ihr das gerne abchecken und mit dem Code DORZA5 spart ihr bei der Erstbestellung 5 € und ansonsten für jede weitere mit dem Code DORZA spart ihr 10% auf euren Einkauf, ja. Meine Stimme ist gerade ein bisschen weg, weil wir gerade aus einem 8,5 Stunden Legendary Dungeon Stream kommen und ich jetzt 3 Uhr morgens jetzt das Video aufnehme. Bin aber trotzdem sehr motiviert, das Ganze hier zu tun. Ansonsten, wer das Projekt von Turor nicht verfolgt hat, beziehungsweise nicht weiß, was das Ganze hier auf sich hat mit dem guten Turor, da möchte ich jetzt nicht nochmal genauer auf seine Thematik eingehen, was er hier vorhat, ne, dass er der beste Assassine der Welt sein will und für ihn Geld keine großartige Rolle spielt. Da habe ich euch alle Teile, die es bisher zu Turor gab, von Teil 1 bis zum jetzigen Teil, unten in den Kommentaren verlinkt. Könnt ihr euch alle Teile sehr gerne anschauen. Seit Start begleiten wir hier das Projekt von ihm. Und das ist nach wie vor sehr interessant. Ja, deswegen da könnt ihr gerne vorbeischauen, falls ihr nicht wisst, was es mit der Thematik hier auf sich hat. Jo, ansonsten zu Turor, er ist mittlerweile Stufe 393, hat 40.000 Stats in Geschick, 27.000 in Ausdauer. Und ich kann euch mal ein Bild zeigen. Wir haben es ja jetzt momentan den 29., wo ich das Video aufnehme hier. Das heißt, es sind ein paar Tage vergangen. Seit dem Legendary Dungeon hat er schon ein bisschen gespielt. Und wir sehen hier zum Vergleich, bevor der Legendary Dungeon gestartet hatte, habe ich hier ein Bild nochmal geschossen vom 24.06. Und er hat bisher seitdem 2 Level gemacht und hat hier 3.000 in Geschick dazu gewonnen und 2.000, sagen wir mal, in Ausdauer. Das ist jetzt nicht sehr viel. Er hat jetzt noch nicht sehr viel Legendary Dungeon gespielt, hat ein bisschen sich neu equipped, so wie es aussieht. Hat hier neue Waffen auf jeden Fall am Start und ein paar neue Items aus dem aktuellen legendären Dungeon. Er hat nach wie vor ein bisschen den Legendary Dungeon zu grinden, allerdings nicht so wie beim letzten Mal. Da hat er mir auch einen kleinen Text zu geschrieben, was seine momentanen Pläne sind für den legendären Dungeon. Und zwar hatte ich ihn geschrieben, das war seine Antwort auch vom 24.06. Ja, ich kam jetzt erst dazu, das Video zu machen. Er hat geschrieben, alles gut bei ihm. Er ist fast 392, jetzt ist er schon 393. Und was für ihn natürlich sehr gut ist, denn ab der Stufe knackt er quasi die XP-Kurve, da ist er auf seinen Hoch, sag ich mal jetzt gerade. Und ab 393 benötigt ihr für ein Level up 1,5 Milliarden XP. Ne, ab der Stufe benötigt ihr quasi das Maximum an XP und das ist halt 1,5 Milliarden. Und das ist halt für ihn ziemlich nützlich, weil er bis dato immer durch das Kalender-Level-Up XP verloren hat in Verhältnis auf die anderen, gerade weil er ja eben der stärkste Assassine der Welt sein möchte. Und wenn halt eben Leute über sein Level mehr von dem Kalender-Level up profitieren als er, ist es natürlich kontraproduktiv in der Aufholjagd. Und seitdem her, jetzt wo er 393 ist, verliert er quasi nicht mehr auf die anderen Spieler XP, weil er jetzt durch das Level-Up beim Kalender auch 1,5 Milliarden Erfahrungen jedes Mal bekommt. Also das ist schon mal ein sehr guter Meilenstein für ihn nach wie vor. Die Dungeons warten, er ist momentan ja auch in der Dungeon-Pause, weswegen sein Progress natürlich nicht allzu schnell ist vom Level her. Das zahlt sich aber hinten raus
aus, dass er hier viel aufspart, weil er halt eben davon profitieren möchte auf seinem XP hoch, wo er sich ja momentan befindet, auf 393, möchte er halt möglichst lange mit dem Alu-Spielen warten und halt eben möglichst lange gute Abenteuerlust mitnehmen, weil er halt eben sehr viel mehr Erfahrung bekommt als eben Leute, die jetzt auf 500 oder 600 sind. Ihr seht es an meinen Quests, ich bekomme kaum noch Erfahrung für meine Quests und der Turo ist halt eben auf 393 eben am XP hoch und möchte in der Region natürlich möglichst langsam abfallen, um so lange wie möglich eben die guten Erfahrungsquests mitzunehmen. Ansonsten kann ich euch da an der Stelle auch nochmal kurz hier die XP-Kurve zeigen. Ja, und so sieht das Ganze aus. 393, hier befindet sich gerade aktuell der Turor am XP hoch und möchte natürlich, wenn er jetzt Dungeons rushen würde, würde er natürlich eher schneller in der Stufe voranschreiten, was natürlich sein XP-Einkommen minimieren würde. Dafür schnellt nachher das Goldeinkommen hoch in den Quests. Das interessiert ihn aber nicht so ganz, weil er natürlich über die Quests nachher am wenigsten Gold rausschöpft, sondern er möchte natürlich so schnell wie möglich im Level hochkommen, um sich dann halt eben dementsprechend auch Skips zu kaufen, beziehungsweise den Greifendrachen zu leasen für halt eben Gold, für die Skillpunkte, für Basispunkte oder auch schon nachher später höher zu kommen, um halt eben von der Edelsteinmine schon ein bisschen zu profitieren und dort halt eben sich ein paar Skillpunkte zu erkaufen. Wie gesagt, das Ganze hatten wir, da sind wir mehr in der Thematik in den letzten Videos drauf eingegangen, weil er halt eben dort erzählt hatte, wie sein Vorhergehen ist für die nächste Zeit. Da solltet ihr, wie gesagt, einfach in den Kommentaren abchecken, da ist jeder Teil dazu verlinkt, ne? Und ja, also er macht momentan Dungeon-Pause und wartet bis ca. Stufe 480 bis 500. Also das dauert noch ein bisschen und bis dahin nimmt er erstmal alles an Erfahrungsquests so mit. Und ja, Legendary Dungeon, den will er so 30 bis 50 Mal machen, ist jetzt erstmal so sein Vorhaben. Es sei denn, dass das Goldeinkommen nachher pro Pilz 250.000 Gold wert ist, sag ich mal. Also dass ein Pilz 250.000 Gold wert ist, je nachdem, wie viel er halt bezahlt für die Dungeons und was er dort an Gold rausbekommt. Das rechnet er quasi dann Gold in Pilze um. Und da zweifelt er aber dran, dass das nachher so ein bisschen die Grenze ist. Also für ihn hier die Grenze. Ansonsten, falls ein Pilz weniger gibt als 250.000, dann ist es für ihn nicht mehr lohnenswert. Man muss auch beachten, ich bin gespannt auf jeden Fall, was das Wochenende sagt, weil ja auch am Wochenende jetzt noch Hexen-Event ist und man halt dort über Gegenstände noch ein bisschen mehr Gold rausziehen kann an der Stelle und das für ihn vielleicht dann ein bisschen sich mehr lohnt, sage ich mal, dass die Pilze dann dort mehr Gold wert sind, als sie jetzt momentan sind, halt eben durch den Verkauf der Gegenstände. Ne? Aber da werden wir dann sehen, was das Wochenende noch bereithält. Wir werden zum Abschluss dann nochmal, wenn der legendäre Dungeon vorbei ist, rüberschauen bei Turor, was sich denn dort getan hat, ob er nochmal was mitgenommen hat. Ansonsten ist das jetzt momentan der Stand der Dinge. Er ist halt auf 393, ist ein sehr wichtiger Standpunkt für ihn, aber nach wie vor muss man sich halt eben noch lange gedulden, bis der Turor hier richtig ausrastet, um halt eben sich unbegrenzt halt Skillpunkte zu kaufen. Dort muss er halt erstmal hinkommen in diesen Levelbereich. Ab Stufe 612 bringt der Greifendrache 10 Millionen Skillpunkte pro 25 Pilze, ja, und das ist halt eben die Region, wo er nachher später hin möchte. 612 ist ein großes Level. Davor bringen die Edelsteine nachher erstmal 10 Millionen Gold, bevor er überhaupt den Greifendrachen erreicht hat, aber die Edelsteine zu skippen ist halt eben nochmal ein bisschen pilzintensiver als den Greifendrachen zu leasen. Und ja, da muss er aber, wie gesagt, erstmal hinkommen. Momentan geht halt alles sehr langsam voran, weil er halt eben so effizient wie möglich in den Quests spielen möchte und halt eben kaum Dungeons macht. Na, jetzt haben wir hier wieder den Bug. Und deswegen, ja, kann man hier erstmal noch nicht sehr viel weiter zu sagen. Die Legendary Dungeons nimmt er trotzdem erstmal weiter mit, so gut es geht. Das sind hier momentan seine Basispunkte, ja. 3,5k zu 11,7k und seine aktuellen Waffen, die er hier momentan hat.
2 recht gute Waffen mit sehr guter Spanne, die ihn momentan nicht viel bringen, weil er halt eben, wie gesagt, in der Dungeon-Pause hängt. Trotzdem hat er sich die gezogen und ja, steht halt hier im Rang schon ein bisschen besser da als zu legendärem Dungeon-Beginn. Da war er noch unter den Top 1000. Jetzt ist er hier schon ein bisschen besser aufgestiegen. Wie gesagt, er könnte schon viel, viel weiter sein, aber es lohnt sich halt eben nicht, aus diesem XP-Bereich schnell abzuhauen. Lohnt sich taktisch einfach nicht und deswegen ist es halt eben taktisch klüger zu warten und das ist halt auch der Grund, warum viele Leute eine Dungeon-Pause eben machen. Ne? Gut, das auf jeden Fall dazu. Also das Ganze wird erst später noch mehr eskalieren. Momentan ist es eher noch verhalten, aber wenn es nachher losgeht, wenn er aus der Dungeon-Pause rauskommt und dann so ein bisschen das Ganze in Fahrt kommt, Fahrt aufnimmt, dann wird es hier richtig interessant. Okay, Leute, das war es soweit von mir. Wie gesagt, checkt ganz gerne meinen Partner Holy Energy ab, unten in der Videobeschreibung verlinkt. Ansonsten unter den Kommentaren seht ihr alle weiteren Teile oder vorherigen Teile zu der Turor-Series, seiner Aufholjagd und was er hier vorhat. Ne? Und das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.